Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und ich melde mich heute hier aus Mallorca mit einem neuen Objektiv von OM System. OM System war so nett und hat mir dieses schöne Gerät hier zur Verfügung gestellt. Das ist das neue 50 bis 200 mm 2.8 Teleobjektiv, und da kann ich wirklich sagen, ich habe das jetzt ein paar Wochen gehabt und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, damit zu fotografieren. Gerade hier auf Mallorca, wo es auch eine, ja, ich sag mal, ein bisschen vielfältigere Tierwelt gibt, hat das Ganze Spaß gemacht. Ihr seid hier natürlich bei einem Brennweitenbereich von 100 bis 400 mm im Kleinbildäquivalent. Eine Lichtstärke von 2,8 in diesem Bereich ist natürlich sehr gut. Ihr habt da natürlich nicht die Bildwirkung von einer Blende 2,8 am Kleinbildformat. Aber gerade wenn es ein bisschen dunkler wird oder so, ist das hier natürlich von Vorteil, weil es euch so ein bisschen mehr die Verschlusszeiten kurz hält. Und ich habe mir das Objektiv angeschaut und wollte euch jetzt einfach so ein bisschen was drüber erzählen, wie meine Erfahrungen damit so sind. Und ich weiß nicht, ob ich das Video jetzt hier komplett hier durchziehe, weil wir haben hier 35, 36 Grad, deswegen sitze ich hier auch im Schatten. Und ja, es ist ein bisschen unangenehm. Vielleicht gehe ich auch einfach zurück ins Studio und erzähle euch da ein bisschen was dazu. Ich habe es an der OM1 Mark II getestet. Die Kamera mit dem Stacked-Sensor ist natürlich auch für Action und Tiere und so weiter ausgelegt. Und da macht das Ganze schon sehr viel Spaß. Der Autofokus, der ist tipptopp. Also die Motiverkennung und so von der Kamera ist ja an sich schon richtig gut. Und wenn ein Objektiv das leisten kann, OM hat da ja noch das 150-400 für 7.500 Euro, und da macht es ja auch sehr viel Spaß. Da müsst ihr hier keine Abstriche machen. Also das Objektiv arbeitet schnell, sauber und auch leise. Also da kann man wirklich nichts sagen. Was jetzt hier gerade noch dran ist, ihr seht hier nicht die Stativschelle. Die habe ich zu Hause gelassen, weil es im Flugzeug dann doch ein bisschen groß, schwer und eng geworden wäre, weil die ein bisschen aufträgt und ich noch ein paar andere Sachen dabei habe, die ich vorstellen will, beziehungsweise wo ich eben Videos mache. Deswegen habe ich das so mitgenommen. Aber auch ohne die Stativschelle hat sich wirklich sehr gut bedienen lassen. Ihr habt einen Fokusring, der lässt sich hier in nicht mal 90 Grad von 50 bis 200 mm drehen, und das Ganze auch sehr einfach. Also ihr könnt da auch mit einem Finger arbeiten. Ihr habt einen Fokusring für den manuellen Fokus. Den habe ich aber relativ selten benutzt, weil man den eigentlich nicht braucht, wenn man den Autofokus in der Kamera richtig einstellt. Ihr habt Funktionsknöpfe am Objektiv und Schalter für die Umschaltung. Autofokus, manueller Fokus, klar, eine Bildstabilisation habt ihr hier drin, und auch die ist wirklich sehr, sehr gut. Also da könnt ihr richtig schön euer Bild stabilisieren, um dann euer Motiv aufzunehmen oder zu verfolgen. Ihr habt hier noch so ein paar Umschalter, einen Set-Knopf, Preset mit Ton oder Nicht-Ton, und ihr könnt den Fokus begrenzen. Von 78 cm bis 3 Meter könnt ihr es einstellen, oder eben von 3 Meter bis unendlich, oder eben den vollen Bereich. Ich habe da jetzt kein Problem gehabt, den vollen Bereich zu benutzen, weil es eben wirklich sehr, sehr schnell fokussiert. Aber ihr habt eben die Einstellmöglichkeiten, will man natürlich auch so ein bisschen was drüber erzählen. Das Objektiv an sich von der Bildqualität ist auch wirklich schon sehr, sehr gut. Da kommen wir jetzt mal dazu. Jetzt doch hier weiter aus dem Studio. Ich habe hier meinen Laptop, ich habe da die ganzen Bilder drauf, die ich aufgenommen habe, und die möchte ich euch jetzt einfach mal ein bisschen zeigen. Wir können da über alles reden, die Schärfe und so weiter, die Bildqualität. Ich habe, wie gesagt, Bilder auf Mallorca gemacht, war aber auch hier in der Gegend unterwegs. Ich war am Flughafen, habe Flugzeuge damit aufgenommen, im Tierpark, im Lowlight so gesehen, weil im Tierpark durch die hohen Bäume ist ja alles ein bisschen dunkler und so weiter. Und ich war natürlich auch hier in der heimischen Umgebung unterwegs, habe ein bisschen meine Katzen fotografiert, damit ich auch da ein bisschen im Feld die Schärfe sehe. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, denn ich gehe mal davon aus, die Bildqualität und die Schärfe ist das, was euch jetzt am meisten interessieren wird. Also lasst uns einfach mal loslegen. Wir beginnen mit der Schärfe, und ich habe hier mal ein paar Bilder, und dann kann man schon mal sagen, ist es scharf? Ja, es ist scharf. Ist es eine Festbrennweitenschärfe, ein Festbrennweitenniveau? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Es ist schwierig zu sagen, denn wie gesagt, ich habe es an der OM1 Mark II getestet, und da habt ihr eben eine 20 Megapixel Kamera, und das ist jetzt natürlich auch nicht so hoch auflösend, aber ich sag's mal, das Objektiv ist nicht der begrenzende Faktor, wenn es um die Schärfe geht. Das bildet wirklich sehr, sehr gut ab. Ich habe hier jetzt nicht irgendwo das Gefühl gehabt, dass das Objektiv mich da irgendwie begrenzen würde. Auch im Randbereich bei Offenblende sieht es wirklich sehr gut aus. Da sieht man, dass es nirgends an Schärfe oder Kontrasten fehlt. Was sich auf der Schärfeebene befindet, das wird auch sauber und scharf abgebildet. Und wenn man dann hier mal schaut, auch im Lowlight sieht das Ganze gut aus. Man hat halt den Vorteil, dass man mit einer Blende 2.8 seine Verschlusszeit relativ kurz halten kann und dadurch auch ein bisschen die ISO niedrig halten kann. Denn wir haben einfach immer noch einen MFT-Sensor, und der ist halt im oberen ISO-Bereich
lang nicht so rauschfrei wie jetzt ein Vollformatsensor, also kommt euch das da alles ein bisschen entgegen, dass ihr da wirklich ein lichtstarkes Objektiv an der Kamera habt. Und gerade bei Bildern mit Tierfeld sieht man das ja auch sehr schön. Wie gesagt, das bildet da wirklich sehr gut ab, auch im Randbereich. Ich bin da sehr, sehr zufrieden damit gewesen. Klar, wenn ihr jetzt eine 10.000 € Vollformat Festbrennweite habt, dann bekommt ihr da mit 45 Megapixeln oder so nochmal ganz eine andere Schärfe raus. Wir sind hier eben am MFT, aber ihr müsst auch beachten, das Ganze ist wirklich sehr kompakt. Das ist einfach nicht vergleichbar mit einem Vollformatsystem. Wenn ihr umgerechnet die 100 bis 400 mm bei einer Blende 2.8 haben wollt, jetzt nicht von dem Look der 2.8, sondern einfach die Verschlusszeiten und so weiter, dann seid ihr da im Vollformat ganz woanders. Da gibt es vor allem nur einen 100-300 von Canon und so weiter. Also das ist schon eine ganz andere Liga, vor allem auch preislich. Wie gesagt, ich bin hier mit der Bildqualität, Schärfe, Kontraste und so weiter schon sehr, sehr zufrieden. Das Bokeh sieht meiner Meinung nach auch sehr gut aus. Auf kurzer Distanz zum Motiv ist das natürlich sehr, sehr cremig, ist klar. Blende 2.8 und dann kommt ihr auf die 200 mm, also 400 mm Äquivalent. Und gerade bei Nahaufnahmen, welche durch den relativ geringen Mindestfokussierabstand auch gut möglich sind, bildet sich da ein richtig tolles Bokeh. Man sieht es hier ja, keine störenden Verwirbelungen und ein toller Übergang vom Schärfebereich in die Unschärfe. Das sieht schon wirklich alles sehr gut aus. Vom Mindestfokussierabstand sprechend mit 78 cm Abstand kommt ihr da natürlich schon sehr gut hin und es bringt euch ungefähr eine 0,5-fache Vergrößerung. Wie ihr seht, lassen sich da also auch schon sehr detailreiche Bilder von Insekten und so weiter abbilden. Aber nochmal zurück zum Bokeh. Auf lange Distanz ist es eben so, ihr habt einen MFT-Sensor und da bringt euch dann auch die Lichtstärke von 2.8 bzw. eben die Blende von 2.8 nicht wirklich viel. Da wird das Ganze nicht mehr ganz so cremig, der Hintergrund wird ein bisschen unruhiger, sieht meiner Meinung nach aber immer noch relativ gut aus und ja, es gibt aber auch schönere Bokehs. Also gerade wenn wir eben in den Vollformatbereich gehen, da kriegt ihr da nochmal ganz andere Bokehs, also Hintergrundunschärfen hin. Das ist hier halt durch den MFT-Sensor sehr begrenzt. Die Blende 2.8 bringt euch da ein bisschen was, aber ihr seid da eben lang nicht auf Vollformatniveau. Bei den Highlights kann sich da durchaus auch mal ein Seifenblaseneffekt am Rand von Bokehbällchen bilden. Also wenn ihr da wirklich eine helle Stelle im Bild habt, dann seht ihr das hier im Beispiel, dass sich da so ein bisschen Verfärbungen in den Bokehbällchen ergeben. Ich persönlich kann damit aber sehr gut leben. Das ist jetzt nichts, was mich irgendwie groß abgelenkt hätte oder so. Dem einen gefällt es, dem anderen eben nicht. Bei mir war es jetzt wirklich so, dass ich auf den Bildern eigentlich nie irgendwie Probleme damit hatte oder da irgendwie was festgestellt hatte, dass ich da gesagt habe, das gefällt mir so jetzt aber eigentlich nicht. Wenn wir von Highlights reden, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen das Gegenlichtverhalten mit Ghosting und Flares anschauen. Und auch hier war es für mich in der Sonne von Mallorca voll okay und auch überall anders, wo ich unterwegs war. Da hatte ich nicht wirklich Probleme mit dem Gegenlichtverhalten. Also wir haben hier bei 50 mm sowieso so gut wie keine Probleme mit Ghosting oder Flares. Klar, es lässt sich immer so ein bisschen hervorziehen. Wenn man es will, dann gerade mit einer richtig hellen Sonne, dann kann man das so ein bisschen herausfordern, nenne ich es mal. Bei 200 mm geht das Ganze dann natürlich schon deutlich krasser. Also wenn ihr da direkt in die Sonne fotografiert, filmt oder wie auch immer, dann könnt ihr das schon sehr, sehr erzwingen. Aber das ist bei den meisten Objektiven so und vor allem ist es auch bei Objektiven, die eben lichtstark sind, so. Wenn wir das jetzt hier mal anschauen, hier fliegt zum Beispiel das Flugzeug direkt in die Sonne und man erkennt wirklich erst einen Einfluss von der Sonne, wenn das Flugzeug direkt vor der Sonne ist. Da sieht man dann, da hat man so ein bisschen so einen leicht rosa, lila Farbeinfluss in dem Flieger. Also da ist natürlich dann schon das Gegenlichtverhalten an sich selber schuld. Aber das ist trotzdem wirklich sehr gut. Also wie gesagt, es ist in die Sonne fotografiert und ihr solltet das eigentlich natürlich auch vermeiden, in die Sonne zu fotografieren. Also euer Sensor wird es euch danken, wenn ihr das nicht so oft bzw. gar nicht macht. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, dann sehen wir hier auch direkt mal, wir können über chromatische Aberration reden. Denn eigentlich in diesem Szenario sollte das sehr gut sichtbar sein. Und wie wir sehen können, sieht es hier eigentlich sehr gut aus. Also chromatische Aberration ist soweit eigentlich kein Thema. Zumindest konnte ich das bei mir in den Bildern, welche ich geschossen hatte, nicht wirklich feststellen. Also da hatte ich keine Probleme. Auch hier bei dem Bild im Pool,
Da sind die Kinder in den Pool gehüpft, da sind sehr viele Wasserspritzer und die Sonne spiegelt sich darin, beziehungsweise wird da eben reflektiert. Und auch da sieht man eigentlich so gut wie keine chromatische Aberration. Und das ist wirklich ein Szenario, wo es dann auftreten würde, wenn wir ein Objektiv haben, wo es eben nicht so gut aussehen würde. Das lässt sich alles herausfordern. Es ist immer so, chromatische Aberration, auch Low-Cast. In gewissen Szenarien, wenn ihr da einen Schlüssel in der prallen Sonne gegen die Sonne fotografiert, ja, dann lässt sich da immer ein bisschen was herausfordern. Aber wie gesagt, das Objektiv hier ist eigentlich auf einem Niveau, wo das schon sehr, sehr gut korrigiert ist. Es ist mir da einfach nicht aufgefallen. Jetzt ist es natürlich so, an der OM1 Mark II mit 20 Megapixel Auflösung, da kann es auch sein, dass ihr euch ab und zu mal ein bisschen mehr Auflösung wünscht. Und ihr habt da zwar diesen High-Res-Modus und so weiter, aber der ist natürlich für irgendwelche schnellen Sachen oder sowas nicht geeignet. Wenn ihr ein bisschen näher hinkommen wollt, weil euch das Crop-Potenzial fehlt, dann habt ihr die Möglichkeit, Telekonverter zu verwenden. Das Objektiv ist Telekonverter tauglich. Da funktioniert der 1,4-fach und der 2-fach-Konverter dran. Es ist leider so, ich hatte die Konverter nicht hier, deswegen konnte ich das für euch nicht austesten, was da dann für eine Bildqualität rauskommt. Aufgrund der Basis von dem, was das Objektiv so leistet, würde ich sagen, ihr könnt da keine großen Probleme erwarten, aber ich möchte euch da nichts versprechen. Ich habe es mit OM System besprochen, ich kriege das ganze System nochmal mit Telekonvertern zugeschickt, werde das dann für euch nochmal ausgiebig testen, denn ihr kommt hier eben auf 560 mm mit einer Blende von 4 und 800 mm mit einer Blende von 5,6 und das ist natürlich schon sehr gut. Also ihr habt da dann wirklich eine Brennweite und seid immer noch relativ lichtstark, will ich es mal sagen. Und das macht dann natürlich schon, ja, macht schon Spaß. Deswegen, ich will das austesten, wird aber noch ein paar Wochen dauern, weil das Objektiv natürlich jetzt gerade auch sehr vergriffen ist. Der Preis liegt bei 3.499 € und das ist für ein MFT-Objektiv natürlich schon ein höherer Preis. Klar, es ist noch sehr weit weg von der Weißen Göttin, die mehr als doppelt so teuer ist, aber 3.499 € für einen 50-200 ist schon ein hoher Preis. Aber man muss eben auch bedenken, es ist ein 50-200 Objektiv. Sowas gab es eigentlich so erstmal nicht mit einer durchgehenden Blende von 2,8. Es ist natürlich immer noch ein MFT-Objektiv. Dafür bekommt ihr natürlich auch eine gute Bildqualität. Also es ist wirklich so, wenn euch die Brennweite von umgerechnet 100 bis 400 mm zusagt, dann bekommt ihr da natürlich eine lichtstarke Alternative, die ihr euch beschaffen könnt. 3.499 €, ja, ist natürlich halt ein Preis, aber ich sag's mal so, wenn man es will, dann ist es einem das wahrscheinlich auch schon wert. Ich verlinke euch das Ganze unten mal in der Beschreibung. Ihr könnt euch das Ganze auch alles so anschauen. Und gegebenenfalls natürlich auch bestellen. Würde mich freuen, wenn ihr über meinen Link bestellt, dann habe ich auch ein bisschen was davon. Vielen Dank geht auf jeden Fall mal an OM System, die mir die Möglichkeit gegeben haben, das Ganze schon vorab zu testen und vor allem auch längere Zeit zu testen. Wie gesagt, ich konnte das mit nach Mallorca nehmen, habe auch so hier noch viel Zeit damit verbracht. Ich konnte also wirklich ein bisschen was ausprobieren und es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe die Sachen von OM System bekommen, ich werde für das Review aber nicht bezahlt. Ich darf meine Meinung frei äußern und das ist mir wie immer eigentlich sehr wichtig. Ich will für die Reviews nicht bezahlt werden. Ich hätte annehmen können, dass ich was dafür bekomme, aber ich will es eben nicht machen, weil ein bezahltes Review ist für mich einfach kein richtiges Review. Und dann war es das eigentlich soweit auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch so ein bisschen rüberbringen, was das neue 50-200 2.8 da so leisten kann. Wie gesagt, ich war in den meisten Teilen wirklich sehr zufrieden. Klar, im Bokeh aufgrund vom MFT-Sensor, da gibt es immer so ein bisschen Luft nach oben. Aber ansonsten hat der OM System eigentlich einen relativ guten Job gemacht. Das Objektiv ist sehr gut verarbeitet und so weiter. Also ja, ich kann da bis auf das, was ich euch so ein bisschen mitgeteilt habe, auch wirklich nichts Negatives erkennen. Mich würde eure Meinung zum Objektiv interessieren, auch eure Meinung insgesamt zum MFT-Sensor bzw. zu MFT-System, was ihr davon haltet. Klar, ihr habt weniger Größe, die Kameras sind teilweise aber trotzdem schon relativ groß. Was haltet ihr denn so davon? Wo denkt ihr, geht die MFT-Reise so weiterhin? Was haltet ihr von dem Objektiv jetzt so? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne auch da unten reinschreiben. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wie gesagt, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.